Dr. Jan-Christian Wulff ist Arzt, Mentaltrainer und Experte für nachhaltige Veränderung. Viele Leistungsträger in unserer Gesellschaft kommen irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie spüren, sie möchten etwas Wesentliches in ihrem Leben ändern. Oft ist es auch so, dass es keine Wahlmöglichkeit mehr gibt. Es muss sich etwas ändern, und zwar jetzt. Das kann sein im Berufsumfeld oder auch in ganz neuen Lebensprojekten. Herr Dr. Wulff sagt, die ersten Schritte zu ganz neuen Zielen sind oft die herausforderndsten. Aber es lohnt sich. Etwas leisten zu wollen, da sind wir auf der Ebene des Tuns. Die nächsthöhere Ebene ist die des Seins. Wer bin ich und wer will ich sein? Und wenn ich auf der Ebene des Seins bin, dann ergibt sich das Tun von selber. Wenn ich im Grunde immer nur einer Fremdbestimmung hinterher hechel, dann tue ich wegen Fremdbestimmung. Was ich jetzt tun kann, ist, ich selbst begebe mich auf die Ebene des Seins, ich werde der Entscheidungsträger meines Lebens und dann handle ich, wie es sich dieser Überschrift folgend gebietet. Du kennst das mit diesen Leistungen und Anerkennung, diese Themen, ja, als Arzt, Mentaltrainer und Experte für Führungskraft. Was ist deine Geschichte? Warum tust du heute das, was du tust? Ich war noch ein richtig kleiner Junge, mag so 5 Jahre alt gewesen sein. War das 5. von 5 Geschwistern und musste so ein bisschen meine ökologische Nische finden. Und die fand ich, indem ich meinen Vater, der ein erfolgreicher Geschäftsmann war, genau beobachtete. Der war nämlich häufig zu Hause, hatte einen ganz traurigen, melancholischen Gesichtsausdruck. Und ich kriegte spitz, dass ich durch kleine Schlingeligkeiten, durch Späßchen seine Stimmung aufhellen konnte. Aber das hatte 2 Seiten. Die positive Seite ist ganz offenkundig. Man kriegt Aufmerksamkeit, man kriegt Zuwendung und das anerkenne ich natürlich auch voll. Aber es hatte auch eine Schattenseite. Und die Schattenseite war die, dass ich im Grunde, ich nenne das meine Kindheitsformel, ich leiste, um etwas dafür zu bekommen. Was aber nicht mein Eigeninteresse ist. Letztlich seine gute Laune war nur indirekt mein Interesse. Das war nicht mein ureigenstes Interesse. Aber diese Kindheitsformel, die habe ich viele Jahre mit mir getragen und habe mich zum Arzt werden lassen. Dann bin ich auf einigen kuriosen Umwegen, Zufällen in die amerikanische Coaching-Szene geraten und bin dort sozusagen einer Ikone des der Coaching-Kultur in den USA gestoßen. Da war auch mein erster Trainer. Und in einer der ersten Stunde, ich war völlig unvorbereitet auf jede Frage, stellte er mir die Frage, wer möchtest du in 5 Jahren sein? Völlig unvorbereitet wie ich war, kam es, der ich normalerweise immer erst mal nachdenke, bevor ich antworte, kam es aus mir raus, ich möchte der glücklichste, freudevollste Mensch sein, den ich kenne. Dieser ganze Weg stieß natürlich auf gewisse Hürden und Hindernisse, denn ich war bereits in eigener Praxis und ich hatte eine Familie, die hatte 4 Kinder, wir hatten gemeinsam 4 Kinder und dann gleichzeitig noch dieses Training machen, das war schon herausfordernd, das war auch wirtschaftlich herausfordernd. Aber ich habe es dann hingekriegt und zum Schluss bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin. Ich bin die Person geworden, die ich werden wollte. Und das ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Das ist etwas, wo ich brenne sozusagen, das nicht für mich zu behalten, sondern eine gewisse Dankbarkeit ist da in mir. Das kannst du nicht für dich behalten. Das müssen andere Menschen auch wissen, das müssen sie auch lernen. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt mache. My name is Dr. Wulff, a leading expert in mindset transformation and personal success. By joining me, you will unlock proven strategies to elevate your mindset and transform your life. Explore more in the video description.